Damit, liebe Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Viertelfinale zwischen SDW und dem Team von FHKK. Wir befinden uns in Game Nummer 1 und die Teams haben folgende Schiffsaufstellung. Bei SDW haben wir Vladivostok, Bismarck, Bayard, Doppel, Le Terrible. Auf der anderen Seite haben wir Doppel Vladi, Baltimore, eine Schill und eine Kosek. Jo, wir schauen zu FHKK rüber. Baltimore wird wahrscheinlich zu D fahren mit der Vladivostok. Kosek rüber mit der Schill und der anderen Vladi. Auf der anderen Seite haben wir eine Doppel Terrible, die sich hier aktiv zum A-Cap bewegen. Dann haben wir eine Bayard, die wahrscheinlich hier rumgeistern wird. Vladi und Türpitz. Also Vladi scheint mit zur A zu fahren. Türpitz wird sich wahrscheinlich erstmal hier positionieren. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir eine kleine Session sehen zwischen den DDs, die sich jetzt begegnen. Tatsächlich hier noch ein bisschen weit auseinander. Ich hoffe, das wird sich noch ändern, damit hier kombiniertes Feuer rausgeholt werden kann. Ah, der kriegt die Literibel einen kleinen Reset. Und auch die zweite, nee, aber ich glaube, die kriegen hier noch das Cap tatsächlich. Die Torps sind gar nicht so schlecht. Da hat es, glaube ich, die Cossack ein bisschen verpennt zu resetten. Ist das Gefühl. Auf jeden Fall jetzt erstmal Cap-Vorteil für das Team von SDW. Da kommt nochmal das zweite Torp-Set. Also, ja. Also man merkt jetzt hier schon, das Team von SDW spielt auf jeden Fall für A und B. Die wollen hier nichts riskieren über einen Homecap-Push. Auch FHKK macht genau das gleiche. Die spielen hier ihr selbes Game auch auf A. Okay, Le Terrible ist nochmal spotted. Von der Cossack vermutlich, die jetzt auch rein reversed. Ja, also ich vermute, dass sich die Cossack hier das Game, das A-Cap holen wird. Auf lange Sicht. Ah, er ist noch ein bisschen ängstlich. Ich meine, er hat tatsächlich keinen Radar gegen sich. Er hat den Spotting-Vorteil. Also er könnte ohne Probleme einfach rein reversen. Ich verstehe nicht, warum er das nicht tut. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum die Shill jetzt reinfährt, weil der spielt jetzt gegen den Vladivostok im Kite. Und das schmerzen gleich. Ne? Also ich würde tatsächlich eher mit dem DD spotten. Vielleicht fährt man hier raus an die Insel, wobei man ist halt jetzt permaspottet. Man kann jetzt auch kein Kite mehr machen, so ohne weiteres. Und das ist halt auch immer das, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Man schickt seine Cruiser vor und seine BBs sind hinten. Normalerweise würde ich tatsächlich das BB vorschieben. Gut, ich meine, die Shill hat einen Heal, aber ich würde es halt nicht drauf ankommen lassen. Und mit AP machst du auf die Floody halt überhaupt keinen Schaden. Tatsächlich. Also den Trade würde auf lange Sicht verlieren. Hydro ist jetzt an. So kommt auf jeden Fall. Man versucht jetzt die Terrible hier ein bisschen zu kriegen. Okay, interessant, man spielt mit Deto-Modul und mit Deto-Flagge. Die Kombo ist tatsächlich sehr wild. Muss man hier mal einwerfen. Ja, die Vladi könnte eigentlich ein bisschen vorschieben. Ja, und da geht die Schiller raus, wenig überraschend. Tatsächlich hat der Hydro angehabt? Der hatte doch Hydro an. Wie haben ihn denn die Torps? Jetzt muss ich. Hä? Okay, wahrscheinlich
hat die Vladivostok ihm einen verpasst und dann gab es hier nochmal einen Torpedo-Hit und dann war er raus. Also, man hätte den Push mit der Schilde gar nicht machen müssen. Die Cossack hat easy das Cap geholt und man hat jetzt eigentlich sein Schiff, ich würde mal sagen, ein bisschen weggeschmissen. Leider. Man hätte auch hier hinter der Insel chillen können. Jetzt ist halt das nächste Problem, dass man eine Vladivostok hat, die Nose-In drin steht. Man hätte die auch hier spielen können. Oder vielleicht auch weiter vorschieben können und dann mit der Cossack absichern. Wäre alles möglich gewesen. Also die Vielfalt wär tatsächlich sehr krass gewesen. Le Terrible fährt jetzt rein, capt oder blockt jetzt das Cap. Tatsächlich fährt, ich habe jetzt schon gedacht, die Cossack fährt jetzt raus und überlässt ihn hier das Cap. Das wäre sehr merkwürdig gewesen. Bismarck schießt jetzt auch mal ein paar Blindshots hier rein. Hier wird der lange Weg gefahren. Das Thema ist, FAKK weiß es nicht. Die könnten nämlich sonst hier ein bisschen auch Druck auf B machen. So, Le Terrible war jetzt kurz spotted. Da kommt das Radar von der Baltimore, da ist nichts drin. Cossack ist jetzt auch spotted. Zieht jetzt ihren Smoke, da kommen die Shots von der Floody, der hat die zurückgehalten und kriegt hier guten Damage. Die Le Terrible schleicht sich jetzt hier so ein bisschen ran. Reload Booster kommt auch. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum man so wegfährt, dass der Smoke nicht funktioniert. Weil jetzt hat man genau den Smoke so gelegt, dass die Le Terrible auf ihn schießen kann weiterhin. Ja, er wird halt jetzt hier vergenusswurzelt von den zwei. Kann er tatsächlich nichts tun und ich gehe mal davon aus, dass die Le Terrible gleich einen Torprush hier macht, ne? Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. So, währenddessen beginnt jetzt hier der Farm auf die Baltimore. Klar ist man hier auf und dran, die Baltimore zu farmen, weil der hat halt kein Heal, ne? Warum die Floody hier großartig farmen? Der kann sich heilen. So, jetzt muss natürlich die Bayati auch aufpassen, dass sie nicht so viel Damage bekommt von der Floody. Wenn der eine gute Salve bekommt, kann das Schmerzen verursachen. Ja, man sieht jetzt, die Le Terrible geht jetzt für einen Torpedo-Rush. Das war die erste Salve. Und hier darf man halt nicht den Fehler machen, auf ihn zuzufahren. Er möchte jetzt den Gamer-Turn machen. Aber damit spielt er eigentlich der Le Terrible in die Hände. Weil der wird garantiert seine Torps nicht verkacken. Ja, vielleicht hat er jetzt auch irgendwie versucht, einen Ram zu machen. Aber der wird selbstverständlich nicht durchgehen. Und er hat auch seine Türme nicht vorgedreht gehabt. Und geht hier relativ simpel auch raus. Na, also wenn man hier versucht so anzufahren, dann vielleicht noch die Türme vordrehen, dass man noch eine Salve rausbekommt. Aber ich glaube, bei dem Match können wir jetzt schon den Deckel rausmachen. Also ich glaube, dass FAKK das einfach ein bisschen zu zögerlich gespielt hat und dann kam der Push von der Shill. Du verlierst den Cruiser relativ for free. Kannst dir eigentlich mit einem cleveren Positioning hier auch an der Insel, weil man könnte den Cruiser hier hinschieben mit Hydro, dann kann man das A-Cap für immer blocken. Also da wäre mit Sicherheit noch mehr drin gewesen für euch, würde ich mal behaupten. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob man unbedingt mit der Vladivostok Preisseite ziehen möchte, aber vielleicht sagt man auch, okay, wir haben die Runde verloren, was ich mal vermute, und möchte sich jetzt rausnehmen lassen, um dann gleich ins nächste Spiel zu gehen. Aber da sind die Punkte auf 1000 gedroppt für SDW und die holen sich damit Game Nummer 1 in diesem Viertelfinale. Herzlichen Glückwunsch.